Hallo ihr lieben Fische, wir schauen in euer Jahresreading für das Kollektiv der Fische und ich bin gespannt, was ich euch mitteilen darf. Hier kommt vieles in Bewegung, das von außen angeregt wird. Das heißt, das sind immer Umstände, die wir nicht kontrollieren können oder da dreht sich das Leben und wir drehen uns mit. Es kommt darauf an, wie ihr euch zeigt, was ihr von euch zeigt und wie ihr wahrgenommen werdet. Ich habe das Beziehungsleben im Hause des Schiffes drin. Hier kann es sehr gut um Veränderungen am umhäuslichen Bereich gehen oder vertragliche Dinge an sich. Möglicherweise auch Beziehungen, Wünsche in Beziehungen, die sich durchsetzen. Und man sieht so ein bisschen eine Umbruchsstimmung, die im Prinzip viele Lebensbereiche beinhaltet. Ich habe Entscheidungen, die bei euch so liegen, dass sie aus einer verstrickten Situation rausführen. Die spiegeln sich mit dem Außen, also da habt ihr gute Gelegenheiten, etwas zu wählen, was von außen auf euch zukommt, was euch einen geraderen Weg mitbringt. Es wird sehr viel gehen um das Thema Freundschaft, Liebe, Loyalität. Möglicherweise gibt es hier auch einiges zu klären. Wo könnt ihr selbst loyal euren Weg gehen oder wo ist das Prinzip der Freundschaft nicht mehr den Werten entsprechend? Der ein oder andere hat vielleicht auch erwachsene Kinder, die hier ihre Umbrüche machen oder neue Wege gehen. An sich sieht man die Familienkarte ein bisschen im Hause der Transformation drin, der Veränderungen, die auf alle wirken. So, jetzt ist bei mir draußen wieder laut. Ich glaube, ich mache gleich das Fenster zu. Moment. So, jetzt bin ich wieder hier. Der eine oder andere hat vielleicht etwas mit den Ämtern oder Behörden zu tun. Das liegt hier im Haus der Blumen drin. Hier ist eine Energie, da kriegt man etwas zugesprochen oder etwas geht gut aus in diesem Bereich. Auch für die Selbstständigen sehe ich hier das Wahrnehmen von außen ganz gut, eine neue Bewegung. Die Finanzen liegen mit dran. Man sieht auch zum Teil finanzielle Abhängigkeiten mit anderen Personen oder Verstrickungen, die man finanziell noch mit der Vergangenheit hat. An sich ist es so, hier liegt im Haus des Neubeginns das Buch drin. Hier ist eine neue Erfahrung, ein neues Kapitel, ein Abschließen mit der Vergangenheit. Bei einigen ist es vielleicht auch so, dass sie die Bereiche, die sie leben, mehr der Vitalität anpassen. Unabhängigkeit ist hier ein großes Schlagwort und es kann ja sein, dass ihr alles, was ihr neu beginnt oder wo ihr eine neue Erfahrung macht, dass ihr einfach einen klugen Zug macht, dass ihr gut überlegt, wo gewinnt ihr an Kraft oder wo verliert ihr an Kraft. Es ist ein Jahr, wo Veränderungen auch so, ich würde mal sagen, passieren, dass sie Konflikte lösen, aber dass man auch für sich einsteht, dass man sich selbst behauptet, dass man sich irgendwo auch durchsetzt. Der ein oder andere macht vielleicht einen Kurs, eine Fortbildung, eine Weiterbildung oder hat irgendeine Prüfung zu bestehen. Ich habe hier, dass ihr euch nicht so sehr von der Vergangenheit mitreißen lässt, sondern dass ihr straight euren Weg geht, als Hinweis. Bleibt unabhängig bei euren Entscheidungen. Hier ist so tatsächlich eine Doppeldeutung drin. Wir haben im Hause des Außens den Klee und ich habe hier im Hause des Klees das Außen drin. Hier sind viele Umstände, die euch neue Wege ermöglichen.
die ihr aber so nicht auf dem Schirm habt. Das Ganze ist verbunden mit einer Erfahrung, mit einem Lernen, mit guten Nachrichten, Nachrichten, die euch neue Wege gehen lassen, und man sieht in der Spiegelung auch das Thema Geld. Und hier auch nochmal bei allen Ämtern, Behörden, Dingen mit der Sonne im Haus habt ihr gute Möglichkeiten, euch etwas genehmigen zu lassen oder aus irgendwelchen Amtskonstellationen rauszukommen. Können ja auch Dinge wie Arbeitsamt oder so sein. Ihr habt hier sehr viel mehr kreative Lösungen, als ihr vermutet. Und es ist wirklich ein Jahr, wo ihr spürt, wo ihr verstrickt seid und wo ihr nicht mehr diesen verstrickten Weg wählt. Wir haben die Verstrickung hier im Haus der Mäuse drin. Hier ist vielleicht auch irgend so ein Mutterthema oder ein Elternthema, das euch schon länger begleitet, das sich hier stabilisiert, indem es sich nämlich verabschiedet. Bei allem Vertraglichen sehe ich euch neue Türen öffnen oder einen Erfolg irgendwo einholen. Es kann zusammen mit der Häuslichkeit sein, mit den Finanzen, mit Verträgen jeglicher Art oder auch im Beziehungsleben. Das Thema Beruf, Berufung wird eins werden. Für alle, die nicht arbeiten, ist es immer die Arbeit an sich selber. Ich habe die Arbeitskarte hier in eurem eigenen Haus. Auch hier sieht man Umbrüche, die zum Teil auch der Vitalität angepasst werden. Es geht sehr viel mehr als um den Beruf, um die eigene Berufung oder um eine herausfordernde Situation mit der Arbeit. Ihr guckt da auch direkt drauf. Also Arbeit scheint ein wichtiger Teil in dieser Legung zu sein. Aber an sich sind es der Veränderungen viele, denn wir haben hier oben die Störche und die spiegeln auf das ganze Blatt runter und auf viele Bereiche sozusagen. Es kann hier für einige auch ein Rundumschlag sein. Ne? Da fängt man irgendwo nochmal neu an. Man hat alle Bereiche mit an Bord und es ist ein Jahr, wo man unabhängig werden darf. Ich habe ein bisschen mehr emotionale Erfüllung und Frieden schließen mit dem, was euch auf dem Herzen brennt oder wo es auch Wunden gibt. Kommunikation ist hier ganz wichtig, ne? Also nichts runterschlucken. Wenn ihr denkt, ihr steht im Nebel, dann kommuniziert es aus, es hilft euch nur. Hier sind Veränderungen, die sehr vieles bewirken bei euch. Ich sehe, dass ihr Blockaden, die ihr im Bereich oder mit dem Bereich Arbeit, Berufung habt, hier löst. Das sind zum Teil auch karmische Hindernisse oder Hindernisse emotionaler Art. Da kann sein, die Emotion kocht auch nochmal so richtig hoch, was dann aber auch nötig ist, weil es dann sehr viel klärt. Und ich habe auch für die Paare oder für Singles hier die Möglichkeit, über die Arbeit jemand kennenzulernen. An sich habe ich die männliche Energie im Haus der Fische drin. Ne? Hier ist vielleicht jemand, der bringt dir ein Angebot mit oder es geht sehr viel um die Finanzen deines Partners. Oder aber, nächste Deutung, um weiterzukommen, wirst du hier sehr viel investieren. Du lässt etwas weg, was dir im Wege steht und aus dieser Situation heraus kommt die Veränderung. Es kann sein, dass ihr ein bisschen mit angezogener Handbremse durch das Jahr geht, aber nichtsdestotrotz, peu à peu kommt ihr hier schön weiter. Es ist auch ein Jahr, wo man ein neues Kapitel in der Liebe aufmacht oder wo man in Liebesdingen sehr viel klärt, wo man Verletzungen und Konflikte hinter sich lässt und wo man auch bereit ist, weil es eine wichtige Angelegenheit für euch ist, irgendwo einen Schnitt hinzumachen.
Für alle, die in Partnerschaften sind, kann es sein, dass sie Herausforderungen im Bereich der Partnerschaften oder in dem Punkt, wie halten wir zusammen, auf den Weg bringen. Und ich sehe eben, dass emotionale Hindernisse, die damit zu tun haben, bei jemand nicht vor Anker gehen zu können, eine große Chance haben, aufgelöst zu werden. Ihr habt hier Strauß oder Emo, das ist ein Ding, das Gerechtigkeit mitbringt. Eine strittige Angelegenheit wird fair und gerecht gelöst. Ihr dürft da im Vertrauen bleiben, das ist ja immer schwer, wenn sich gerade auch nichts tut, aber wir haben ja hier die Ämter und Behörden zum Beispiel mit der Sonne und den Blumen, also da auch dranbleiben, sich durchsetzen, sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Gerade hier, wenn es auch um berufliche Dinge geht, sagt der Strauß, dass ihr eure Gaben nutzen sollt, um Frieden und Freiheit zu finden. Und dass wir eben manchmal nicht gleich erkennen, warum uns etwas passiert, aber im Nachhinein eben dann die Lektion gelernt haben. Der Strauß rät auch, sich körperlich und geistig fit zu halten, immer wieder in die Verbindung zu gehen oder ins Verbundensein. Und irgendwie geht es sehr stark, dass ihr mit etwas Frieden schließen könnt. Es kann auch mit euch selbst sein. Das, mit dem ihr selber kämpft oder wo ihr hadert, das liegt ja in dieser Linie eigentlich mit einem Geschenk. Und dazu braucht es vielleicht auch ein bisschen mehr Weitblick, Rückblick, Bilanz ziehen. Ja, guckt mal, die zwei Karten sind eigentlich so ein bisschen von der Körperhaltung der Tiere her gleich. Hier ist etwas, es ist sehr stolz, das balanciert sich aus und da mag jetzt noch ein bisschen Nebel sein und die Karte sagt, dir wird Gerechtigkeit widerfahren, auch wenn du es im Moment noch nicht siehst. Und warte ab, bis die Zeit günstig ist, denn je mehr du hier im Nebel rumstapfst, desto tiefer könntest du im Morast versinken. Also was seine Zeit braucht, braucht seine Zeit. Und danach ist es als gerecht verfügbar oder als fair gelöst. Beide Karten fordern ein bisschen Geduld, unser aller Lieblingswort. An sich ist es ein Jahr, wo wir oder ihr ein neues Muster strickt, eine andere Farbe ins Leben kriegt. Und da könnte das Thema tatsächlich sein, dass ihr nicht mehr jedermanns Marionette seid. Ihr Lieben, ich wünsche euch ein schönes Jahr. Ich drücke euch bis bald.